Hier am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in Halle-Saale erforschen Pflanzenexperten aus aller Welt das Schicksal von gestressten Pflanzen. Wie kommunizieren sie mit ihrer Umwelt? Wie passen sie sich an Trockenheit an? Wie schützen sie sich vor Krankheitserregern? Da Pflanzen nicht weglaufen können, wehren sie sich auf chemischen Wege. Ihre vielfältigen Abwehrstoffe, Hormone und Signalsubstanzen stehen dabei ganz besonders im Fokus der Wissenschaft am IPB. Hier werden Innovationen und Ideen für Landwirtschaft und Medizin entwickelt, sei es, um Pflanzen widerstandsfähiger zu machen oder neue Wirkstoffe für Medikamente zu entdecken. Eine dieser Innovationen ist die optimierte Genschere. Die Erfinder der optimierten Genschere sind Dr. Tom Schreiber und Professor Alain Tessier. Aber was kann das neue Verfahren und weshalb wurde es entwickelt? Menschen züchten seit über 10.000 Jahren Pflanzen, um Ertrag, Qualität oder die Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Und eingangs hat man damit begonnen, Auslese oder Selektion zu betreiben. Das heißt, man hat sich auf Pflanzen konzentriert, die besonders gewünschte Merkmale ausgeprägt haben und hat für die nächste Generation nur Samen dieser Pflanze genommen und angepflanzt. Und auf diese Art und Weise wurden beispielsweise aus Wildkohlsorten neue ertragreiche Kohlsorten gezüchtet mit besonderem Augenmerk auf Blattgröße, Knollengröße oder Farbe. Später begann der Mensch durch gezieltes Kreuzen Eigenschaften von Elternpflanzen miteinander zu kombinieren. Also beispielsweise eine besonders ertragreiche Pflanze mit einer robusten Pflanze zu kombinieren. Dieser Prozess ist allerdings langwierig, da bei jeder Kreuzung neben den gewünschten Genen auch unerwünschte Gene ausgetauscht werden und man muss später durch Rückkreuzen diese unerwünschten Gene aus den Pflanzen wieder entfernen. Die heutige konventionelle Züchtungsmethode jedoch basiert auf spontane Mutationen und hierbei werden Pflanzen auch mit Chemikalien und UV-Strahlung behandelt, um diese Mutationsrate noch zu erhöhen. Die Mutationen entstehen zufällig an tausenden Stellen vom Erbgut und die Züchter müssen auch tausende von Tochterpflanzen screenen, um mit Glück eine Pflanze dabei zu haben, die dann die gewünschten Merkmale besitzt. Und auch hier, wie bei der Kreuzung, müssen durch langfristige Rückkreuzungen unerwünschte Mutationen wieder aus dem Erbgut entfernt werden. Und hier liegt der große Unterschied zu der neuen CRISPR-Cas-Technologie. Die CRISPR-Cas-Genschere ist eine Methode, mit der Forscher gezielt Abschnitte der Erbinformation, der DNA, in den Zellen von Pflanzen, Tieren oder Menschen verändern können. Um ein Gen zu verändern, benötigt man zwei Helfer. Es braucht eine Art GPS, das die Schere exakt zur gewünschten Stelle im Bauplan führt, die korrigiert werden soll. Diese Aufgabe übernimmt die Guide-RNA. Das Cas9-Enzym ist dann die Schere, die die DNA durchtrennen kann. Sobald die Guide-RNA das Cas9-Enzym an die Zielstelle gelotst hat, schneidet dieses den DNA-Doppelstrang mit einem glatten Schnitt durch. Die Zelle versucht sofort, diesen Schnitt zu reparieren. Doch bei der Reparatur kommt es zu kleinen Fehlern. Das zerstört die Informationen des betroffenen Gens und deaktiviert es faktisch dauerhaft. So lassen sich unerwünschte Eigenschaften einer Nutzpflanze schnell und präzise entfernen. Mit dem Knockout-Verfahren ist es möglich, gezielt Gene auszuschalten, also Informationen kaputt zu machen. Was aber nicht so einfach funktioniert, ist das Reinbringen von neuen Informationen, also das sogenannte Knock-in. Und da haben wir hier am Institut einen großen Schritt geschafft, der es uns nun erlaubt, auch große DNA-Fragmente gezielt und präzise in das Erbgut von Nutzpflanzen einzubauen. Um die Erfolgsquote beim Geneinbau zu erhöhen, haben die Hallenser Wissenschaftler die Genschere mit einem weiteren Enzym, einer sogenannten Exonuklease und einer Genvorlage versehen. Nachdem die Genschere die DNA durchtrennt hat, erzeugt die Exonuklease einen einzelsträngigen Überhang. Dieser Überhang kann sich an die Genvorlage anlagern. Nun kann ein präziser interner Reparaturmechanismus das angelagerte Ende verlängern, indem es die neuen Informationen von der Genvorlage abschreibt. Der verlängerte Strang löst sich anschließend wieder, findet die zweite Seite des Bruchs und lagert sich dort wieder an. Und genau so entsteht eine saubere, präzise Integration des neuen Genabschnitts.
Die ersten Versuche haben wir im Tabak durchgeführt und die Erbinformation für ein grün fluoreszierendes Protein in die Pflanzenzellen gebracht. Und hier konnten wir tatsächlich eine 38-mal stärkere, höhere Einbaufrequenz feststellen als bei Cas9 ohne der Exonuklease. Diese spannenden Ergebnisse wollten wir natürlich auf weitere Pflanzen ausweiten und hier konnten wir bei der Ackerschmalband eine 10-fach häufigere präzise Erbgutänderung feststellen im Vergleich zu Cas9 allein ohne die Exonuklease. Doch welche Bedeutung haben diese Forschungsergebnisse für unseren Alltag? Der Durchbruch bei der optimierten Genschere durch den stabilen und präzisen Einbau großer Gene eröffnet enorme neue Möglichkeiten, die über das einfache Ausschalten von Genen weit hinausgehen. Denken wir nur an die Potenziale für die Landwirtschaft. Mit diesem Verfahren können Pflanzenzüchter beispielsweise Resistenzgene gegen Krankheitserreger, die in Wildarten oder alten Sorten vorhanden sind, in moderne, ertragreiche Nutzpflanzen einfügen. Und das mit einer erheblichen Zeitersparnis. Um ein gewünschtes Merkmal zu integrieren, musste man früher bei herkömmlichen Züchtungsmethoden 8 bis 10 Generationen Tochterpflanzen durchforsten, während man mit dem optimierten Verfahren nur noch 2 Generationen Tochterpflanzen braucht. Und es ermöglicht den Einzug weiterer wünschenswerter Eigenschaften, wie zum Beispiel verbesserte Nährstoffgehalte oder die Resistenz gegen Trockenheit. Und das ist entscheidend für die Entwicklung robusterer Kultursorten, gerade in Zeiten des Klimawandels. Und auch für die Grundlagenforschung ist das ein immenser Fortschritt, da die Rolle einzelner Gene in der Pflanzenzelle mit dieser neuen Methode aufgeklärt werden kann. Mit der optimierten Genschere halten wir ein Werkzeug in den Händen, das uns erlaubt, verlorene Resistenzen zurückzugewinnen und unsere Pflanzen auf die Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Wir finden Antworten auf drängende Fragen zu Klimawandel und Ernährungssicherheit.